Herzlich willkommen. Heute geht es um den Lichen sclerosus. Das ist eine gar nicht so seltene Erkrankung, die häufig falsch behandelt oder nicht erkannt wird, und dabei wäre es gerade beim Lichen sclerosus so wichtig, diese Erkrankung rechtzeitig früh zu erkennen und zu behandeln. Wenn ihr wissen wollt, worum es geht, dann bleibt jetzt dran. Der Lichen sclerosus ist eine chronische, entzündliche Autoimmunerkrankung der Vulva, also des äußeren Genitale der Frau. Und wie gesagt, es ist auch eine der ignorierten Krankheiten. Und wenn schon viele Mediziner nicht wissen, was es ist und es nicht erkennen, dann natürlich die betroffenen Frauen erst recht nicht. Darum ist es extrem wichtig, dass ihr Bescheid wisst. In diesem Video erkläre ich euch, woran man einen Lichen sclerosus erkennt. Und wie das so ist mit den ignorierten Krankheiten, weil sie häufig nicht erkannt werden, wissen wir gar nicht so genau, wie viele Frauen wirklich davon betroffen sind. Es gibt Zahlen, die von einer von 50 Frauen sprechen. Es gibt auch Daten, die sagen, eine von 30 bis eine von 60 Frauen in einer allgemeinen gynäkologischen Praxis haben diese Erkrankung. Und es gibt ebenfalls Daten, die sagen, dass etwa 15 bis 25 Frauen pro 100.000 Frauen betroffen sind. Aber wie gesagt, es gibt bestimmt eine ordentliche Dunkelziffer. Und übrigens, der Lichen sclerosus kommt nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern am Penis vor. Es ist also ausnahmsweise mal eine ignorierte Erkrankung, die nicht nur Frauen betrifft. Aber der Grund, warum diese Erkrankung nicht im Bewusstsein der Öffentlichkeit ist, liegt schätzungsweise vor allem daran, dass es den Intimbereich betrifft. Und darüber redet man ja nicht unbedingt so gerne mit Kolleginnen und Kollegen. Und viele Betroffene haben vielleicht auch die Idee, dass sie selber daran schuld sind oder etwas falsch gemacht haben. Aber das kann man sagen. Der Lichen sclerosus ist nicht ansteckend, wird ganz sicher nicht durch Geschlechtsverkehr übertragen und ist garantiert auch nicht durch psychische Faktoren und Stress bedingt. Der Lichen sclerosus ist eine Autoimmunerkrankung, deren Ursache schlussendlich unklar ist. Verschiedene Faktoren werden diskutiert. Zum Beispiel genetische Faktoren, ein Zusammenhang mit anderen Autoimmunerkrankungen, ein Zusammenhang mit Infektionen oder auch ein Problem in der Zellsteuerung. Schlussendlich gibt es aber keine Daten, die irgendeine dieser Hypothesen deutlich unterstützen würden. Also wissen wir schlussendlich nicht, wie es zu dieser Erkrankung kommt. Auch hormonelle Faktoren werden als Auslöser diskutiert, denn man kann erkennen, dass der Beginn des Lichen sclerosus etwas häufiger ist in der Zeit, wo wenig Östrogen vorhanden ist, also vor der Pubertät oder nach der Menopause. Das ist auch ganz wichtig, auch kleine Mädchen können von einem Lichen sclerosus betroffen sein. Es gibt auf der anderen Seite aber auch keine Hinweise darauf, dass eine Hormontherapie lokal etwas hilft, um den Lichen sclerosus zu behandeln. Also auch hier ist die Situation schlussendlich unklar. Schauen wir uns als nächstes einmal an, welche Beschwerden, welche Symptome ein Lichen sclerosus verursachen kann. Als erstes besteht häufig ein chronischer Juckreiz, ein Brennen oder chronische Schmerzen im Intimbereich. Das führt dann zu der häufigen prominenten Verwechslung mit Vaginalpilz, und darum sollte man unbedingt an einen Lichen sclerosus denken, wenn wiederholte Behandlungen wegen einem vaginalen Pilz nicht helfen. Durch das Jucken kommt es zu Kratzen und das wiederum führt zu Verletzungen. Weiter ist die Haut durch die chronische Entzündung unelastisch und verhärtet, eben sogenannt Sklerosus, und das wiederum führt dazu, dass es bei Dehnung zum Beispiel zu kleinen Einrissen kommt, die wiederum die Entzündungsreaktion verstärken. Diese Hautveränderungen führen dann naheliegenderweise auch zu Problemen beim Geschlechtsverkehr, weil es eben auch wieder zu kleinen Verletzungen kommt, aber durch die unelastische, verhärtete Haut kann es auch typischerweise mit der Zeit zu einer zunehmenden Verengung des Scheideneinganges kommen. Durch die chronische Entzündungsreaktion können auch die kleinen Schamlippen so zurückgebildet werden, dass sie schlussendlich ganz verschwinden. Die verhärteten Hautbereiche können auch vermehrt verhornen, was zum Teil zu plaqueartigen weißlichen Herden führt, sogenannter Leukoplakie. Eine weißliche Verfärbung der Haut im Bereich eines Lichen sclerosus kann auch dadurch entstehen, dass durch die chronische Entzündungsreaktion die Pigmentierung zurückgeht. Die chronische Entzündungsreaktion führt auch zu Verklebungen der Haut,
die typischerweise in der Falte seitlich der kleinen Schamlippen auftritt oder im Bereich der Vorhaut. Die Verklebung der Vorhaut kann so ausgeprägt sein, dass die Klitoris komplett bedeckt wird. Erkannt werden kann der Lichensklerosus häufig als Blickdiagnose aufgrund dieser Hautveränderungen. Aber wie gesagt, auch bei chronischem Juckreiz, chronischen Schmerzen oder Brennen sollte man unbedingt daran denken, ob es nicht ein Lichensklerosus sein könnte. Das ist extrem wichtig. Ganz wichtig für die Diagnosestellung des Lichensklerosus ist der sogenannte Lichen-Score. Dieser wurde 2012 von Andreas Günthert publiziert. Er enthält 6 Kriterien, die zwischen 0 und 2 Punkten erhalten können. Aus meiner Sicht sollte der Lichen-Score immer erhoben werden, auch bei wiederholten Konsultationen wegen eines Lichensklerosus, denn er ist ein guter Wert, um einen Verlauf beurteilen zu können. Um den Lichen-Score verstehen zu können, müssen wir uns als erstes einmal anschauen, wie die Anatomie der Vulva im Normalfall aussieht. Auf dieser Abbildung seht ihr eine schematische Darstellung einer Vulva. Und hier noch ein ganz wichtiger Hinweis wieder einmal, und auch das wurde publiziert: Es gibt keine Standardvulva, sowohl in Bezug auf Größe wie auch auf Form. Trotzdem seht ihr in dieser Abbildung die anatomischen Strukturen, die grundsätzlich vorhanden sind. Von der Seite her kommend sehen wir die großen Schamlippen, lateinisch die Labia majora, dann kommen die kleinen Schamlippen, die Labia minora oder im Singular ein Labium minus. Oben sehen wir die Vorhaut, das sogenannte Präputium, oberhalb der Glans clitoridis, also des sichtbaren Anteils der Klitoris. Die Vorhaut geht über in die kleinen Schamlippen. Die äußere Öffnung der Harnröhre befindet sich direkt oberhalb der vorderen Vaginalwand. Der Bereich zwischen der Klitoris und der Harnröhrenöffnung wird das Vestibulum vaginae genannt. Unterhalb der Harnröhrenöffnung ist die Scheidenöffnung, die vom Hymenalsaum umrahmt wird, und hinten kommen die kleinen Schamlippen an der hinteren Kommissur zusammen. Dann folgt der Damm, das sogenannte Perineum, das bis zum Anus reicht. Der Lichensklerosus betrifft den Bereich innerhalb der großen Schamlippen, wobei nicht immer überall gleich ausgeprägt oder überhaupt ein Befall vorhanden sein muss. Die möglichen Strukturen, wo ein Lichensklerosus auftreten kann, sind also die Vorhaut, das Präputium, die Glans clitoridis, die kleinen Schamlippen, der Damm und der Bereich bis um den Anus. Schauen wir uns als nächstes einmal die 6 Kriterien des Lichen-Score an. Erstens die Erosionen. Erosionen sind oberflächliche Verletzungen der Haut. Das zweite ist die sogenannte Hyperkeratose oder auch Leukoplakie, die weißliche Verfärbung, die durch die übermäßige Verhornung und zum Teil durch den Pigmentverlust zustande kommen. Das dritte sind Fissuren, feine Einrisse, die durch die spröde, unelastische Haut bedingt sind. Das vierte sind die Agglutinationen, die Verklebungen, die vor allem im Bereich der Vorhaut vorkommen. Das fünfte ist die Stenose, also die Verengung des Scheideneinganges. Und das sechste Kriterium ist die Atrophie, also die Rückbildung des Gewebes, was vor allem die kleinen Schamlippen betrifft, die im Extremfall ganz verschwinden können. Wie schon gesagt, pro Kriterium können zwischen 0 und 2 Punkte vergeben werden. Die minimale Punktzahl bei fehlenden Veränderungen ist also 0, die maximale 12. Und auch das konnte in der Publikation von 2012 gezeigt werden. Ab einem Score von 4 ist das Vorliegen eines Lichensklerosus sehr wahrscheinlich. Und das ist auch wieder ein ganz wichtiger Punkt. In den allermeisten Fällen ist es nicht notwendig, eine Biopsie zu machen, also eine Gewebeprobe zu entnehmen, um einen Lichensklerosus nachzuweisen. Wenn man im Bereich der chronischen Entzündung eine Biopsie macht, dann wird das zu einer verstärkten Entzündungsreaktion führen, die Schmerzen macht, die schwierig heilt und unter Umständen mühsam zu behandeln ist. Also, um den Lichensklerosus zu diagnostizieren, ist es fast nie notwendig, eine Biopsie zu machen. Der Lichen-Score sollte angewendet werden und in der Regel kann damit die Diagnose gestellt werden. Auf dieser Abbildung habe ich einen ausgeprägten Befund eines Lichensklerosus skizziert. Darauf ist zu sehen eine Leukoplakie, also ein umschriebener weißlicher Bereich mit übermäßiger Verhornung.
Dann ist der gesamte innere Bereich um den Scheideneingang weißlich verfärbt bis über den Damm und um den Anus herum, was durch den Pigmentverlust bedingt ist. Die kleinen Schamlippen sind komplett zurückgebildet und nicht mehr vorhanden und der Bereich zwischen den großen Schamlippen und dem Scheideneingang ist eine durchgehende Hautfläche, die spröde und unelastisch ist. Auch die Vorhaut ist komplett verklebt, so dass die Glans clitoridis komplett verdeckt ist und die Vorhaut in diese Hautfläche übergeht. Der Scheideneingang ist durch die spröde, unelastische Haut verengt. Die Verengung des Scheideneinganges kann so ausgeprägt sein, dass die Harnröhrenöffnung manchmal von außen gar nicht mehr zu sehen ist. Dieser Befund würde ungefähr folgenden Lichen-Score erhalten. Erosionen habe ich keine gezeichnet, also momentan 0 Punkte. Leukoplakie, also die weißliche Verfärbung und die übermäßige Verhornung ist sehr ausgeprägt vorhanden, das gibt 2 Punkte. Fissuren, kleine Einrisse in der Haut habe ich auch keine gezeichnet, also auch 0 Punkte. Die Agglutination, das Verkleben der Vorhaut ist sehr ausgeprägt, das gibt 2 Punkte. Die Stenose, die Verengung des Scheideneinganges wird beurteilt, ob man mit 2 Fingern in den Scheideneingang eingehen kann oder nur noch mit einem Finger. Mit nur einem Finger gibt es 2 Punkte, hier würde ich 2 Punkte vergeben. Und schließlich die Atrophie, die Rückbildung der kleinen Schamlippen, die hier überhaupt nicht mehr vorhanden sind, ist sehr ausgeprägt, das gibt noch einmal 2 Punkte. Dieser Befund würde also einen Lichen-Score mit 8 von 12 Punkten ergeben und entspricht auch in Zahlen einem sehr ausgeprägten Befund. In der Publikation von Andreas Günthert hat es auch ein paar Beispielbilder, wie ein ausgeprägter Lichen-Sklerosus aussehen kann. Und wie ihr seht, meine Skizze ist nicht übertrieben, solche Befunde gibt es wirklich. Was an dieser Stelle ganz wichtig zu sagen ist: Ein Lichen-Sklerosus beginnt in der Regel nicht so extrem. Das ist eine Situation, die über Jahre bis Jahrzehnte entsteht. Damit das aber nicht so weit kommt, ist es eben wichtig, den Lichen-Sklerosus schon früher zu erkennen und zu behandeln. Ein weiteres Problem des Lichen-Sklerosus ist, dass im Bereich dieser chronisch entzündeten Haut im Laufe von Jahren bis Jahrzehnten Krebsvorstufen oder sogar Krebs entstehen kann. Das ist ein weiterer ganz wichtiger Grund, warum ein Lichen-Sklerosus erkannt und behandelt werden sollte. Wie man den Lichen-Sklerosus behandelt, das werde ich euch im nächsten Video erklären. An dieser Stelle möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass es den Verein Lichen-Sklerosus gibt. Das ist eine Selbsthilfevereinigung, die sehr viele Informationen auch auf ihrer Website, die ihr unter lichensklerosus.ch findet, zusammengestellt hat. Wie ihr seht, der Lichen-Sklerosus ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Wissen Macht ist. Denn wer diese Erkrankung kennt, kann sie wahrnehmen und darauf reagieren und eine Therapie beginnen. Also, wenn ihr Bescheid wissen wollt, bleibt dran, gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal, wenn ihr das nicht schon getan habt, und bis zum nächsten Mal.